Mexiko ist ein Hochsteuerland, dennoch gibt es zwei Lösungsansätze, wie du in Mexiko steuergünstig oder sogar steuerfrei leben kannst. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für Lateinamerika interessierst, wenn du nach Lateinamerika auswandern möchtest oder in Lateinamerika einen Plan B etablieren möchtest, dann lade ich dich ein zu unserem Symposium, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Dort befassen wir uns mit 12 Ländern Lateinamerikas, werden diese vergleichen in puncto Visa-Optionen, Steuervorteile, Lifestyle, Staatsbürgerschaften und Plan B. Du musst also nicht extra nach Lateinamerika reisen, um dich hier kompetent zu diesen Themen zu informieren. Du kannst es direkt in Zürich tun. Mit dabei ist neben mir natürlich mein Kollege Harley, der bei uns im Hause für Lateinamerika zuständig ist, der jedes Jahr monatelang in Lateinamerika unterwegs ist und vor Ort für dich die Dinge on the ground regelt, die für unsere Mandanten wichtig sind. Termine zum nächsten Symposium auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Mexiko ist für viele ein Traumland, landschaftlich wunderbar, kulinarisch wunderbar, nette Menschen. Bei Umfragen unter Auswanderern rangiert Mexiko regelmäßig auf den Top-Plätzen. Aus steuerlicher Sicht erscheint vielen jedoch Mexiko nicht besonders interessant zu sein. Es ist mir natürlich klar, dass sich dort viele aufhalten, dass dort viele leben, zum Beispiel digitale Nomaden, denen jetzt die steuerliche Compliance ziemlich egal ist, die vielleicht planen, einfach nur ein paar Jahre in Mexiko zu sein, aber dann auch wieder abhauen und die so ein bisschen die Mentalität haben, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn man allerdings vermögend ist, wenn man etwas zu verlieren hat oder eine langfristige Zukunft in Mexiko plant, dann ist es doch für die meisten Auswanderer wichtig, dass sie sich dort steuerlich solide aufstellen, dass sie Rechtssicherheit haben und sich hier nicht ungewollten Risiken aussetzen. Wie gesagt, auf den ersten Blick erscheint Mexiko nicht besonders attraktiv zu sein. Allerdings gibt es zwei konkrete Ansatzpunkte, durch die man bei richtiger Nutzung in Mexiko kaum oder nur sehr geringe Steuern bezahlt. Der eine Lösungsansatz ist die rechtliche Definition der unbeschränkten Steuerpflicht in Mexiko und wann diese genau ausgelöst wird. Da hat Mexiko eine sehr spezielle Regel, die es so nur in wenigen Ländern gibt. Eine ähnliche Regelung übrigens gibt es zum Beispiel in Südafrika. Und wie sieht diese Definition der steuerlichen Ansässigkeit nun aus? Nun, sie sagt zunächst, du bist in Mexiko unbeschränkt steuerpflichtig, wenn du dort einen Wohnsitz hast. Also diese Regelung kennen wir ja sehr ähnlich wie in Deutschland. Hast du allerdings noch einen Zweitwohnsitz im Ausland, dann wird eine sogenannte Tiebreaker Rule aktiviert. Das hat jetzt nichts mit Doppelsteuerungsabkommen zu tun. Wenn du irgendwo in der Welt einen Zweitwohnsitz hast und in Mexiko wohnst, dann giltst du nur dann in Mexiko als unbeschränkt steuerpflichtig, wenn mehr als 50% deiner Gesamteinkünfte aus mexikanischen Quellen stammen oder aber wenn Mexiko das Zentrum deiner beruflichen Aktivitäten ist. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn du keine Einnahmen aus mexikanischer Quelle hast, also zum Beispiel keine mexikanischen Zinsen, keine mexikanischen Beteiligungen und wenn du auch in Mexiko selbst nicht arbeitest, weil du zum Beispiel von deinem Kapitalvermögen lebst, weil du zum Beispiel ein Unternehmen im Ausland hast, was dir Gewinne ausschüttet und du von diesen Gewinnausschüttungen lebst, dann bist du nur für deine mexikanischen Einkünfte in Mexiko steuerpflichtig. Deine ausländischen Einkünfte bleiben aber steuerfrei. Für viele unserer Mandanten ist die Darstellung eines Zweitwohnsitzes im Ausland nicht besonders schwierig. Tatsächlich haben ja viele Mandanten schon einen solchen zweiten Wohnsitz. In Mexiko ist überhaupt nicht definiert, dass du zum Beispiel in dem anderen Wohnsitzland mehr Zeit verbringen musst, dass dort dein Lebensmittelpunkt ist. Du kannst also dich legitimerweise mehrheitlich in Mexiko aufhalten, mehr als 183 Tage. Du kannst in Mexiko mit deiner Familie leben. Die Steuerpflicht in Mexiko wird im Grunde genommen hauptsächlich dann über die Struktur deiner Einkünfte und deiner beruflichen Tätigkeit bestimmt. Nichtsdestotrotz heißt es aber im Gesetz, dass es sich tatsächlich um einen ausländischen Wohnsitz handeln muss. Das heißt, eine Briefkastenadresse wäre natürlich nicht akzeptabel. Auch ist dein Wohnsitz in der Regel natürlich keine Wohnung, die nicht auf eine langfristige Nutzung ausgelegt ist. Das heißt, eine komplett leerstehende Wohnung oder eine Wohnung, in der du nie Zeit verbringst, wird möglicherweise die genannten Kriterien nicht erfüllen. Das muss man dann im Detail mit den mexikanischen Anwalts- und Steuerberatungskollegen eruieren. Gerade aber Mandanten, die sich vielleicht mehrheitlich in Mexiko aufhalten wollen, aber dann auch noch wirklich andere Wohnsitze in anderen Ländern haben, wo sie ebenfalls gerne Zeit verbringen, was ja heute absolut üblich ist, dass man seine Zeit aufteilt zwischen 2 oder 3 Orten, sollten damit tatsächlich die Möglichkeit haben,
sehr steuergünstig in Mexiko zu leben. Das ist die eine Variante. Sie setzt natürlich voraus, dass du nicht in Mexiko arbeitest. Wenn du jetzt als Freiberufler in Mexiko tätig bist, dann würde ja genau das zutreffen, was wir am Anfang gesagt haben. Dann wäre Mexiko letztlich der Ort, wo sich deine professionelle, deine berufliche Aktivität entfaltet. Und dann würde letztlich bei einem ausländischen Wohnsitz die steuerlich vorteilhafte Einstufung in Mexiko höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn du aber jemand bist, der als Einzelunternehmer oder als Freiberufler nach Mexiko gehen willst, dann gibt es dort ein sehr interessantes, vereinfachtes Modell für Unternehmer, wie wir es ja zum Beispiel auch vielfach aus Osteuropa kennen, zum Beispiel Bulgarien, Rumänien, aus der Tschechischen Republik oder auch aus Slowenien. Dort zahlst du also eine geringe Steuer auf den Umsatz und da du auf den Umsatz die Steuer bezahlst, musst du dann im Grunde genommen keine Buchhaltung machen, denn du musst ja dann keine Betriebsausgaben herausrechnen und den Gewinn deiner Tätigkeit ermitteln. Ein solches Modell gibt es auch in Mexiko. Es heißt Resico. Das Ganze kannst du als Freiberufler und Einzelunternehmer nutzen bis zu einem Umsatz von rund 200.000 US-Dollar. Du zahlst dann auf diesen Umsatz eine Steuer von 1 bis 2,5%, eben auf den Umsatz, nicht auf den Gewinn, und hast eine extrem einfache Verwaltung. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit Gesellschaften, aber da gelten leicht andere Regelungen. Hier jetzt spezifisch die Regelung eben für Einzelunternehmer und Freiberufler. Wenn du also jemand bist, der klassische digitale Nomade ist, der in Mexiko sich vielleicht 1, 2 Jahre aufhalten will, der dort vor Ort tätig sein möchte, der steuergünstig leben will, der sehr einfach leben will, ohne jetzt groß Zeit mit Buchhaltung zu verschwenden, der ist mit diesem Modell sicherlich sehr gut bedient. Die interessante Frage wäre natürlich, könnte man nun beide Modelle, also das Modell mit dem Zweitwohnsitz im Ausland und das Resico-Modell kombinieren? Also grundsätzlich würde nichts dagegen sprechen. Allerdings haben wir ja gesagt, dass die steuerliche Ansässigkeit in Mexiko sich danach richtet, wo der Schwerpunkt deiner beruflichen Tätigkeit sich befindet. Das heißt, natürlich könnte man sagen, du könntest von der Zweitwohnsitzregelung profitieren und daneben noch in kleinem Umfang auch noch tätig sein über das Resico-Modell. Aber das muss man dann sicherlich in der Beratung genau strukturieren, damit nicht das eine das andere aushebelt. Aber wie du siehst, es bieten sich durchaus Optionen in Mexiko. Es ist keine komplette Steuerhölle, sondern wenn man es richtig angeht, kann man auch dort eigentlich relativ steuergünstig leben. So, wenn auch du dich für das Thema Mexiko oder generell Lateinamerika interessierst, können wir dich selbstverständlich dabei unterstützen. Buch am besten ein Beratungsgespräch mit meinem Kollegen Harley, der ist bei uns für Lateinamerika zuständig. Mexiko ist eins der Länder, zu dem wir dich dort unterstützen können. Ich möchte dir auch die Teilnahme an unserem Lateinamerika-Symposium empfehlen. Dort kannst du dich 2 Tage kompakt mit dem Thema Lateinamerika auseinandersetzen. Sicherlich eine sinnvolle Idee, wenn du wirklich planst, dorthin auszuwandern. Link zu allem, zur Beratung mit Harley, zu unserem Symposium findest du in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich dort kennenzulernen oder dich anderweitig zu unterstützen. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, auszuwandern, sich steueroptimiert im Ausland aufzustellen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.